Lektion 1, Wegbeschreibung. Klar, fahren Sie einfach etwa 2 Blocks geradeaus und biegen Sie dann rechts ab. Habe es. Das klingt leicht genug, um es sich zu merken. Danach sehen Sie das Café direkt auf der linken Seite. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, dort einen Kaffee zu trinken. Es ist einer meiner Lieblingsorte, Ihr Gebäck ist auch köstlich. Klingt verlockend. Ich werde bei meinem Besuch auf jeden Fall Ihr Gebäck probieren. Sie werden nicht enttäuscht sein, sie werden jeden Tag frisch zubereitet. Ich werde auf jeden Fall hingehen, wenn ich etwas Zeit zum Entspannen habe. Genießen Sie Ihren Besuch. Es ist eine schöne Gegend zum Erkunden. Lektion 2, Schulungssitzungen. Ich denke, wir sollten kurze Trainingseinheiten von etwa 15 Minuten pro Tag anstreben. Das klingt überschaubar. Kurze Sitzungen können uns konzentriert und motiviert halten. Genau. Es ist einfacher, sich auf einen kurzen Zeitraum festzulegen, als auf mehrere Stunden am Stück. Außerdem können wir es in unseren vollen Terminkalender integrieren, ohne uns überfordert zu fühlen. Rechts. Konsistenz ist der Schlüssel und kurze Sitzungen können dabei helfen, diese Gewohnheit zu entwickeln. Ich liebe die Idee, es zu einer täglichen Routine zu machen. Es wird unsere Fähigkeiten wirklich verbessern. Und wir können die Intensität schrittweise erhöhen, wenn wir uns wohler fühlen. Ja, so brennen wir nicht so schnell aus. Dann lasst uns unsere erste Sitzung für morgen planen. Lektion 3, Sorge um die Familie. Es tut mir leid, das zu hören. Geht es dir gut? Mir geht es gut, aber meiner Frau geht es ernsthaft schlecht. Oh nein. Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke schön. Wir versuchen, es ruhig angehen zu lassen und uns auf ihre Genesung zu konzentrieren. Das klingt nach einem guten Plan. Ruhe ist so wichtig, wenn es einem schlecht geht. Ja, und ich gebe mein Bestes, um so gut ich kann zu helfen. Wenn Sie etwas brauchen, lassen Sie es mich einfach wissen. Ich bin für dich da. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist schön, in schwierigen Zeiten Unterstützung zu haben. Natürlich. Die Familie steht an erster Stelle und wir müssen alle aufeinander aufpassen. Lektion 4, Reisehinweise. Kein Problem. Es macht immer Spaß, Reisetipps mit anderen Abenteurern auszutauschen. Ich stimme zu. Der Erfahrungsaustausch kann unsere Reisen wirklich bereichern. Haben Sie Lieblingsziele, die Sie empfehlen? Definitiv. Ich habe meine Zeit in Italien geliebt, die Kultur und das Essen waren unglaublich. Das klingt erstaunlich. Ich wollte Italien schon immer wegen der Geschichte besuchen. Du solltest. Ein Spaziergang durch alte Straßen fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es sein muss. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme und die Einheimischen sind oft sehr gastfreundlich. Das muss ich unbedingt zu meiner Reiseliste hinzufügen. Lektion 5, Antike Zivilisationen. Ich kann nur zustimmen, Reisen gibt uns die Möglichkeit, auf den Spuren antiker Zivilisationen zu wandeln. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Menschen vor Jahrhunderten lebten. Der Besuch historischer Stätten erweckt die Geschichte wirklich zum Leben, nicht wahr? Ja, es ist so beeindruckend, dort zu stehen, wo wichtige Ereignisse stattgefunden haben.
Darüber hinaus hilft uns das Kennenlernen verschiedener Kulturen, unsere eigene wertzuschätzen. Absolut. Jede Zivilisation hat ihre einzigartige Geschichte und Beiträge. Ich liebe es, Ruinen zu erkunden und mir vorzustellen, wie das Leben damals war. Ich auch. Es ist, als würde man einen Schatz an Wissen und Erfahrungen freilegen. Irgendwann sollten wir gemeinsam einen Ausflug zu einer historischen Stätte planen. Lektion 6: Medizinische Tests. Er sagte, er müsse möglicherweise einige Tests durchführen. Ich war etwas nervös deswegen. Das ist verständlich. Medizinische Tests können einschüchternd sein. Er schickte mich, um mir etwas Blut aus dem Arm abnehmen zu lassen, und ich hatte Angst. Es ist ganz natürlich, sich so zu fühlen, aber normalerweise geht es schnell und unkompliziert. Zum Glück tat es nicht so weh, wie ich erwartet hatte, die Krankenschwester war wirklich sanft. Das ist toll zu hören. Eine gute Krankenschwester kann den Unterschied machen. Danach war ich erleichtert, weil ich wusste, dass es geschafft war. Jetzt können Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Ergebnisse zu erzielen und voranzukommen. Genau. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Lektion 7: Wochenenden zum Aufladen. Das macht Sinn, Wochenenden eignen sich perfekt zum Aufladen, oder? Absolut. Nach einer langen Woche ist es wichtig, sich Zeit für uns selbst zu nehmen. Ich finde, dass es mir wirklich hilft, Zeit im Freien zu verbringen, um mich zu entspannen. Ja, der Aufenthalt in der Natur hat eine so beruhigende Wirkung. Was tun Sie normalerweise, um am Wochenende zu entspannen? Ich lese gerne oder mache lange Spaziergänge. Es macht meinen Kopf wirklich frei. Das sind tolle Möglichkeiten. Ich liebe es, Filme anzusehen oder Zeit mit Freunden zu verbringen. Das hört sich lustig an. Der Ausgleich zwischen Entspannung und Geselligkeit ist der Schlüssel. Definitiv. Es hilft uns, erfrischt und bereit in die Woche zurückzukehren. Lektion 8: Geographie-Hausaufgaben. Die einzige andere Hausaufgabe, die ich habe, ist Geografie. Ach wirklich? Was müssen Sie tun? Ich habe eine Karte von Kanada und muss die Namen aller Provinzen aufschreiben. Das klingt nach einer lustigen Aufgabe. Kanada hat so unterschiedliche Regionen. Ja, und ich freue mich darauf, mehr über jeden einzelnen zu erfahren. Haben Sie bereits eine Lieblingsprovinz? Ich finde, dass British Columbia mit seinen Bergen und seiner Küste großartig klingt. Ich stimme zu. Es ist dort atemberaubend und die Outdoor-Aktivitäten sind endlos. Ich werde mich im Laufe meiner Arbeit auf jeden Fall genauer damit befassen. Lektion 9: Kultureller Humor. Du kannst nicht anders, als zu lachen, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Es ist wahr. Witze und Comedy unterscheiden sich von Kultur zu Kultur. Ja, was an einem Ort lustig ist, ist an einem anderen möglicherweise nicht lustig. Genau. Kulturellen Humor zu verstehen kann herausfordernd, aber lohnend sein. Ich liebe es, auf Reisen neue Formen der Komödie zu entdecken. Ich auch. Es eröffnet eine völlig neue Art, mit Menschen in Kontakt zu treten. Haben Sie einen Lieblingskomiker aus einer anderen Kultur? Ich genieße es, Stand-up-Filme aus verschiedenen Ländern zu sehen. Es ist aufschlussreich. Das ist eine tolle Möglichkeit, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Lektion 10: Marketingkampagne.
Hey, haben Sie die jüngste Marketingkampagne unserer Konkurrenten gesehen? Ja, das habe ich. Es ist ziemlich beeindruckend und sie haben ihr Spiel wirklich verbessert. Ich stimme zu. Ihre Kreativität ist inspirierend und regt mich zum Nachdenken über unsere Strategien an. Absolut. Wir sollten analysieren, was für sie gut funktioniert hat. Das ist eine tolle Idee. Von anderen zu lernen kann zu Verbesserungen auf unserer Seite führen. Außerdem hilft es uns, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Genau. Wir müssen innovativ sein, um die Aufmerksamkeit unseres Publikums zu fesseln. Lassen Sie uns ein paar neue Ideen für unsere nächste Kampagne sammeln. Klingt nach einem Plan, ich freue mich darauf, loszulegen. Lektion 11: Picknickpläne. Hört sich gut an. Was sollen wir zum Picknick mitbringen? Wir sollten unbedingt eine Decke zum Sitzen mitbringen, es macht alles komfortabler. Absolut. Und vielleicht ein paar Snacks wie Obst und Sandwiches? Tolle Idee. Frisches Obst ist immer ein Hit, besonders an einem warmen Tag. Was ist mit Getränken? Sollen wir etwas Limonade oder Wasser mitbringen? Limonade wäre perfekt für eine erfrischende Note. Es ist so erfrischend in der Sonne. Ich kann auch einige Spiele zum Spielen mitbringen, dadurch wird der Tag noch mehr Spaß machen. Das klingt nach einem Riesenspaß. Ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb würde Spaß machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Es wird ein wundervoller Tag draußen sein. Lektion 12: Auswärts essen. Dann versuchen wir es mal mit dem Sitzrestaurant. Ich habe gehört, dass es dort gutes Essen gibt. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich wollte es mir schon seit einiger Zeit ansehen. Ich habe gehört, dass Ihre Pasta-Gerichte bei den Gästen besonders beliebt sind. Ich liebe Pasta. Es ist eines meiner Lieblingsgerichte, wenn ich auswärts esse. Und Sie haben eine schöne Auswahl an Weinen, die perfekt dazu passen. Perfekt. Ein gutes Glas Wein rundet das kulinarische Erlebnis immer ab. Sollten wir sicherheitshalber eine Reservierung vornehmen? Es kann hektisch werden. Ja, auf jeden Fall. Es ist besser, wenn ein Tisch auf uns wartet. Ich rufe zu gegebener Zeit an und reserviere einen Tisch für uns. Lektion 13: Morgenroutine. Ich finde es hilfreich, einen festen Wecker zu stellen und eine regelmäßige Morgenroutine zu haben. Das ist eine kluge Idee. Es hilft dabei, einen Rhythmus für den kommenden Tag festzulegen. Genau. Jeden Tag zur gleichen Zeit aufzuwachen, macht einen großen Unterschied. Ich stimme zu. Außerdem habe ich so genügend Zeit, mein Frühstück ohne Hektik zu genießen. Außerdem ist ein gutes Frühstück unerlässlich, um gut in den Tag zu starten. Definitiv. Ich liebe es, mir bei einem Kaffee ein paar Momente Zeit zu nehmen, um meinen Tag zu planen. Das hört sich gut an. Es ist eine gute Möglichkeit, sich mental auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. Sicher. Ich denke, ich werde das auch in meine Routine integrieren. Motivieren wir uns gegenseitig, an unseren Morgengewohnheiten festzuhalten. Lektion 14: Reinigungsprodukte. Ebenfalls. Ich habe angefangen, natürliche und hausgemachte Reinigungsprodukte zu verwenden. Das ist fantastisch. Sie sind viel besser für die Umwelt, nicht wahr?
Ja, und sie sind oft auch sicherer für unsere Gesundheit. Ich liebe die Gewissheit, dass ich mich keinen aggressiven Chemikalien aussetze. Genau. Außerdem kann es Spaß machen, sie selbst zu machen. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen natürlichen Zutaten. Was ist bisher dein Lieblingsrezept? Ich mag eine Mischung aus Essig und Backpulver zum Reinigen von Oberflächen sehr. Das ist ein Klassiker. Das muss ich mal ausprobieren. Lektion 15: Verbesserungen. Absolut. Haben Sie weitere Verbesserungen vorgenommen, über die ich Bescheid wissen sollte? Ja, ich habe mich darauf konzentriert, meinen Arbeitsplatz besser zu organisieren. Das klingt hilfreich. Ein aufgeräumter Raum kann die Produktivität wirklich steigern. Das tut es. Ich fühle mich jetzt konzentrierter und weniger abgelenkt. Ich sollte wahrscheinlich das Gleiche tun. Irgendwelche Tipps für den Anfang? Fangen Sie klein an, indem Sie beispielsweise Ihren Schreibtisch aufräumen oder Ihre Akten organisieren. Toller Rat. Ich schaffe das, ohne mich überfordert zu fühlen. Genau. Sobald Sie Fortschritte sehen, motiviert es Sie, weiterzumachen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Danke für die Ermutigung. Lektion 16: Pausen machen. Während der Arbeit mache ich kurze Pausen, um den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, den ganzen Tag über neue Energie zu tanken. Absolut. Ich finde, dass es wirklich hilft, ein paar Minuten Abstand zu halten. Ja, es gibt Ihnen eine neue Perspektive, wenn Sie zu Ihren Aufgaben zurückkehren. Ich mache oft einen kurzen Spaziergang oder strecke mich einfach ein bisschen. Das sind großartige Möglichkeiten, Ihr Blut zum Fließen zu bringen. Genau. Es hilft, Burnout vorzubeugen und hält mich energiegeladen. Ich sollte auch anfangen, Pausen in meine Routine einzubauen. Sie werden einen großen Unterschied in Ihrem Fokus bemerken. Lektion 17: Zimmeranfrage. Kann ich bitte ein Zimmer mit Badewanne anfordern? Sicher. Ich prüfe gleich unsere Verfügbarkeit für Sie. Das wäre großartig. Ich liebe es, nach einem langen Tag ein entspannendes Bad zu nehmen. Es verleiht Ihrem Aufenthalt definitiv einen Hauch von Luxus. Genau. Es ist eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und sich zu verwöhnen. Lassen Sie mich sehen, was ich für Sie finden kann. Ich schätze es. Ich hoffe, es ist eines verfügbar. Ich werde mein Bestes tun, um Ihrer Anfrage nachzukommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr auf meinen Aufenthalt. Lektion 18: Zeitplanung. Vereinbart. Die Festlegung eines Zeitplans wird uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ja, es legt klare Fristen fest und verpflichtet jeden zur Rechenschaft. Ich denke, es wird auch den Stress reduzieren, wenn wir uns unseren Zielen nähern. Genau. Zu wissen, was zu erwarten ist, hilft dem Team, konzentriert zu bleiben. Wie wäre es, wenn wir die wichtigsten Meilensteine skizzieren, die wir erreichen müssen? Das klingt nach einem tollen Plan. Es gibt uns einen Fahrplan, dem wir folgen können. Ich übernehme die Leitung bei der Ausarbeitung des ersten Zeitplans. Perfekt. Sobald Sie es haben, können wir es überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Unser Ziel ist es, bis zum Ende der Woche einen Entwurf vorzulegen. Lektion 19. Im Voraus buchen. Ja, ich achte bei Geschäftsreisen immer darauf, rechtzeitig zu buchen. Das ist klug. Dadurch erhalten Sie oft bessere Tarife und mehr Optionen. Genau. Last-Minute-Buchungen können stressig und kostspielig sein. Außerdem stellt es sicher, dass Sie auch in Stoßzeiten eine Unterkunft haben. Ich mag es auch, alles im Voraus zu organisieren. Das ist ein toller Ansatz. Es macht den gesamten Prozess reibungsloser. Haben Sie bevorstehende Reisen, die Sie planen? Ja, ich habe nächsten Monat einen Termin und habe meine Vorkehrungen bereits getroffen. Das ist großartig. Sie werden sich im Vorfeld viel entspannter fühlen. Lektion 20. Lebensmittelkategorien. Jeder sollte eine Liste mit Lebensmittelkategorien erstellen, die er seinem Speiseplan zuordnet. Das ist eine kluge Idee. Es hilft uns, organisiert zu bleiben und für Abwechslung zu sorgen. Wir könnten mit Kategorien wie Obst, Gemüse, Proteinen und Getreide beginnen. Ja, und wir sollten auch Snacks und Leckereien einplanen, damit es spannend bleibt. Absolut. Ein ausgewogener Ansatz sorgt dafür, dass unsere Mahlzeiten genussvoll und gesund bleiben. Was ist mit Getränken? Sollten wir auch für diese eine Kategorie erstellen? Toller Punkt. Das Einbeziehen von Getränken kann einen großen Unterschied in unserer Essensplanung machen. Auf Wunsch übernehme ich die Abteilung für Snacks und Leckereien. Das klingt perfekt. Dann werde ich mich auf die Hauptmahlzeiten konzentrieren. Lektion 21. Von Ägypten träumen. Ich wollte schon immer auch Ägypten besuchen, die Pyramiden sind dort ein Muss. Absolut. Sie sind eines der symbolträchtigsten Wahrzeichen der Welt. Ich kann mir nur vorstellen, wie majestätisch sie aus der Nähe aussehen, wenn sie in der Wüste stehen. Ja, und die Geschichte dahinter ist faszinierend. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich würde gerne die alten Gräber erkunden und etwas über die Pharaonen erfahren. Ich auch. Außerdem habe ich gehört, dass die lokale Küche fantastisch ist. Es wäre ein Highlight, es auszuprobieren. Definitiv. Wir sollten versuchen, eine geführte Tour zu finden, die alle wichtigen Sehenswürdigkeiten beinhaltet. Das klingt perfekt. Es würde das Erlebnis noch reicher und informativer machen. Wir sollten mit der Planung unserer Reiseroute beginnen und für die Reise sparen. Lektion 22. Winterreisen. Normalerweise ging ich barfuß, aber während ich unterwegs war, begann es zu schneien. Das klingt kühl. Hatten Sie die richtigen Schuhe für die Reise? Leider ist mir mein einziges Paar früher auf der Reise gerissen, was es schwierig machte. Autsch! Ohne Schuhe im Schnee zu laufen kann gar nicht bequem sein. Es war eine Herausforderung, aber die Schönheit der schneebedeckten Landschaft machte es lohnenswert. Ich kann es mir vorstellen. Schnee hat die Fähigkeit, alles in ein Winterwunderland zu verwandeln. Genau. Trotz der Kälte nahm ich mir Zeit, die Landschaft zu genießen. Das ist eine tolle Einstellung. Manchmal entstehen die besten Momente durch unerwartete Herausforderungen. Ich stimme zu. Außerdem habe ich gelernt, wie wichtig es ist, auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Lektion 23. Schönheitsstandards. Zu Annes Zeiten glaubte man, dass schöne Frauen einen hellen,
klaren Teint hätten. Das ist interessant. Es ist faszinierend, wie sich Schönheitsstandards im Laufe der Zeit ändern. Absolut. Heutzutage schätzen viele Menschen die Vielfalt der Hauttöne und Gesichtszüge. Ja, und Sommersprossen werden heute im Gegensatz zu früher oft als einzigartig und bezaubernd angesehen. Ich finde es großartig, wie die Gesellschaft unterschiedliche Looks immer mehr akzeptiert. Definitiv. Es ist wichtig, die natürliche Schönheit in all ihren Formen zu schätzen. Ich liebe die Entwicklung von Trends, die es mehr Menschen ermöglichen, sich in ihrer Haut schön zu fühlen. Genau. Jeder sollte selbstbewusst und stolz auf seine Individualität sein. Hoffen wir, dass sich dieser Trend fortsetzt und mehr Inklusivität bei Schönheitsstandards fördert. Lektion 24: Anreise zum Flughafen. Großartig. Was ist, wenn ich zum Flughafen möchte? Um zum Flughafen zu gelangen, müssen Sie den Expressbus nehmen. Es ist die schnellste Option. Das klingt praktisch. Wie oft fährt der Bus? Die Abfahrt erfolgt in der Regel alle 30 Minuten, sodass Sie nicht lange warten müssen. Perfekt. Wie lange dauert die Fahrt dorthin? Die Fahrt dauert je nach Verkehr etwa 45 Minuten, ist aber ziemlich zuverlässig. Das ist gar nicht so schlimm. Soll ich ein Ticket im Voraus kaufen? Es ist eine gute Idee, Ihr Ticket online zu kaufen, um am Bahnhof Zeit zu sparen. Das werde ich unbedingt tun. Danke für die Tipps, ich schätze es wirklich. Lektion 25: Ein tolles Angebot. Das ist großartig. Wie viel kostet es? Es sind nur $10. Kannst du es glauben? Wow, das ist so ein Schnäppchen. Ich muss mir eins besorgen. Absolut. Der Preis für das, was Sie bekommen, ist wirklich unschlagbar. Ich weiß. Ich habe ähnliche Artikel für mindestens 20 oder mehr gesehen. Genau. Dies ist eine fantastische Gelegenheit, etwas Geld zu sparen. Ich werde mir auf jeden Fall eins schnappen, bevor sie alle sind. Gute Idee. Solche Dinge sind in der Regel schnell ausverkauft. Ich werde auch meinen Freunden davon erzählen. Lektion 26: Tipps zum Lebensmitteleinkauf. Ich werde auch danach Ausschau halten. Gibt es noch weitere Tipps zum Lebensmitteleinkauf? Definitiv. Erstellen Sie immer eine Liste, bevor Sie losfahren. Es hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben. Das ist eine kluge Idee. Ich neige dazu, Dinge ohne Liste zu vergessen. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie sparen können, wenn Sie sich daran halten. Das werde ich das nächste Mal versuchen. Empfehlen Sie weitere Strategien? Suchen Sie nach Angeboten und nutzen Sie Gutscheine, wann immer Sie können, es summiert sich schnell. Toller Punkt. Ich hatte vor, mich mit dem Couponing zu beschäftigen. Es ist einfacher als es klingt und kann zu erheblichen Einsparungen führen. Ich werde nach Apps suchen, die dabei helfen. Lektion 27: Militärberater. Tatsächlich arbeitete er einige Zeit als Berater eines Militärführers. Das klingt faszinierend. Welchen Rat hat er gegeben? Er konzentrierte sich auf Strategie und Logistik, die bei militärischen Operationen von entscheidender Bedeutung sind. Ich kann es mir vorstellen.
Diese Entscheidungen können sich auf alles vor Ort auswirken. Genau. Seine Erkenntnisse trugen dazu bei, die Effizienz und Effektivität zu verbessern. Es muss eine herausfordernde Rolle mit viel Druck gewesen sein. Definitiv. Aber es klingt auch lohnend, etwas zu bewirken. Ich bewundere Menschen, die mit solchen Aufgaben umgehen können. Ich auch. Es erfordert einzigartige Fähigkeiten und eine starke Denkweise. Lektion 28: Korallenküste. Wie wäre es mit dem Strand von Coral Shores? Coral Shores klingt fantastisch. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Das tut es wirklich. Wie lange sollten wir Ihrer Meinung nach dort bleiben? Ich würde vorschlagen, dass Sie sich mindestens eine Woche Zeit nehmen, um alles zu genießen, was es zu Das bieten klingt hat. perfekt. Eine Woche würde uns Zeit zum Entspannen und Erkunden geben. Genau. Außerdem konnten wir verschiedene Aktivitäten und lokales Essen ausprobieren. Ich liebe die Idee, jeden Tag Zeit am Strand zu verbringen. Ich auch. Es ist die perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Beginnen wir mit der Planung dieser Reise. Es klingt wie ein Traum. Lektion 29: Abteilungserfolg. Ja, du hast recht, es ist entscheidend für den Erfolg unserer Abteilung. Absolut. Eine starke Strategie macht den entscheidenden Unterschied bei der Erreichung unserer Ziele. Wir müssen sicherstellen, dass in Zukunft alle auf dem gleichen Stand sind. Kommunikation ist der Schlüssel. Regelmäßige Treffen können dabei helfen, alle auf dem Laufenden zu halten. Vereinbart. Es ist wichtig, alle Bedenken schnell auszuräumen. Und das Feiern kleiner Erfolge kann auch die Moral stärken. Das ist ein toller Punkt. Ein motiviertes Team ist immer produktiver. Stellen wir sicher, dass wir diese Strategien effektiv umsetzen. Definitiv. Gemeinsam können wir großartige Ergebnisse erzielen. Lektion 30: Watch-Funktionen. Bei der Auswahl einer Uhr möchte ich, dass sie wasserdicht ist und ein langlebiges Armband hat. Das sind tolle Features. Wasserbeständigkeit ist für den täglichen Gebrauch unerlässlich. Genau. Ich möchte mir keine Sorgen machen, es auszuziehen, wenn ich meine Hände wasche oder schwimme. Rechts. Darüber hinaus kann ein langlebiger Riemen einen großen Unterschied in Bezug auf Komfort und Langlebigkeit machen. Ich finde auch, dass ein klares Display wichtig ist, damit ich die Uhrzeit gut ablesen kann. Definitiv. Einige Uhren verfügen über Funktionen, die aufleuchten, was sehr nützlich sein kann. Das stimmt. Ich hätte gerne eine Uhr, die auch meine Schritte aufzeichnet und über eine Stoppuhrfunktion verfügt. Diese Merkmale werden immer häufiger, es ist erstaunlich, wie sich die Technologie entwickelt hat. Ich stimme zu. Es ist aufregend, heutzutage so viele Optionen zur Auswahl zu haben. Lektion 31: Erste Eindrücke. Eine Begrüßung mit festem Händedruck ist der Schlüssel zum Kennenlernen einer neuen Person. Guter Punkt. Es gibt einen positiven Ton für das gesamte Gespräch vor. Auf jeden Fall ist der erste Eindruck im beruflichen Umfeld sehr wichtig. Wie wäre es, wenn Sie sich vorher über die Person informieren, die Sie treffen? Das ist ein kluger Schachzug. Es kann wirklich hilfreich sein, ein wenig über sie zu wissen. Ja, es zeigt Ihr Interesse und kann zu besseren Diskussionen führen.
Ich versuche immer, eine gemeinsame Basis zu finden, um das Gespräch zum Laufen zu bringen. Das ist eine tolle Strategie. Es hilft, schnell eine Beziehung aufzubauen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich vorbereitet und informiert bin. Lektion 32: Sportligen. Kanada hat keine eigenen professionellen Ligen, oder? Rechts. Stattdessen spielen kanadische Teams in den von den USA dominierten Ligen. Es ist interessant, wie sich das auf die Sportkultur dort oben auswirkt. Definitiv. Es entsteht eine einzigartige Mischung aus Fangemeinden und Rivalitäten. Ich frage mich, wie es sich für kanadische Spieler anfühlt, in diesen Ligen anzutreten. Sie müssen eine Mischung aus Stolz und Druck verspüren, ihr Land zu repräsentieren. Absolut. Es ist eine bedeutende Leistung, auf diesem Niveau zu spielen. Und es bringt viel Aufmerksamkeit auf kanadische Talente. Es ist faszinierend zu sehen, wie Sport Menschen über Grenzen hinweg verbinden kann. Lektion 33: Konzentriert bleiben. Guter Punkt zum Thema Ablenkungen. Ich neige auch dazu, mich leicht ablenken zu lassen. Für viele von uns ist es ein alltägliches Problem, insbesondere bei so vielen digitalen Geräten. Gibt es eine bestimmte Methode, mit der Sie konzentriert bleiben? Ich finde, dass es mir wirklich hilft, mich besser zu konzentrieren, wenn ich bestimmte Zeiten für Aufgaben festlege. Das ist eine tolle Idee. Mit einem klaren Zeitrahmen bleiben Sie auf dem Laufenden. Genau. Außerdem habe ich mein Telefon auf lautlos gestellt, um Unterbrechungen zu minimieren. Das ist klug. Das sollte ich während meiner Lernsitzungen versuchen. Sie werden einen Unterschied bemerken. Es hilft wirklich, eine fokussierte Umgebung zu schaffen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank für die Tipps. Lektion 34: Das Bibliotheksabenteuer. Ich habe gehört, dass gerade ein neues Buch in der Bibliothek erschienen ist. Hast du es gesehen? Nein, das habe ich nicht. Worum geht es? Es ist ein Kriminalroman, über den jeder gesprochen hat. Ich denke, es wird spannend. Das klingt spannend. Ich mag einen guten Krimi wirklich. Sollen wir zusammen in die Bibliothek gehen? Absolut. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, einen Nachmittag zu verbringen. Genau. Ich liebe die Atmosphäre in Bibliotheken. Es ist so friedlich und inspirierend. Rechts? Und danach können wir einen Kaffee trinken, um das Buch zu besprechen. Das wäre perfekt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob Sie es auf Lager haben. Schauen wir uns zuerst Ihre Website an. Wenn es verfügbar ist, können wir schnell vorbeikommen. Lektion 35: Schwimmherausforderungen. Ich habe gehört, dass das Schwimmen zwischen Vancouver Island und dem Festland in letzter Zeit zu einer ziemlichen Herausforderung geworden ist. Ja, es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Strömungen und Bedingungen in diesem Gebiet sein können. Definitiv. Sowohl männliche als auch weibliche Schwimmer stehen beim Schwimmversuch vor besonderen Hindernissen. Es ist wahr. Da die Gezeiten unvorhersehbar sein können, ist es für Schwimmer wichtig, gut vorbereitet zu sein. Genau. Ich bewundere diejenigen, die sich einer so anspruchsvollen Herausforderung stellen. Es erfordert viel Training. Sicher. Und auch die mentale Stärke, die es braucht, um diese Herausforderungen zu meistern, ist beeindruckend. Ja, es geht nicht nur um körperliche Ausdauer, es geht darum, konzentriert und ruhig zu bleiben.